Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise und heute ganz besonders im Fokus natürlich Battlefield 2042. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, es sind ja auch schon etliche Videos zu diesem Thema draußen. Und zwar hat DICE ein großes Development Update Video, also ein großes Marketing Video veröffentlicht. Ziemlich krass geskriptet natürlich das Ganze, aber nichtsdestotrotz gibt es einiges an wirklich sehr, sehr interessanten Informationen. Ein bisschen kann man auch zwischen den Zeilen lesen. Deswegen werden wir das Thema heute mal gemeinsam ein bisschen durchleuchten, beziehungsweise ich werde euch einfach informieren und natürlich können wir dann auf der Basis auch miteinander diskutieren in den Kommentaren. Also gerne da schön aktiv sein. Wenn es euch gefällt, natürlich Däumchen nach oben. Algorithmus mal wieder aus dem Sommerpausschlaf irgendwas aufwecken. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar. Vielen Dank vorab. Es geht nämlich unter anderem um Folgendes. Roadmap zu den Inhalten, Battle Pass, einiges mehr. Was passiert mit den bestehenden Maps? Also wie schaut der Rework der bestehenden Maps aus und wie steht es denn um eine neue bzw. neue Maps? Das werden wir uns reinziehen. Es geht um ganz generell Update der Spielmodi. Hier gibt es ja auch schon einiges an Bewegung. Ich sag mal zur Vorentwicklung. Es wird um Hazard Zone gehen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Modus, ja, vielleicht auch schon untergegangen, man weiß es nicht genau. Und natürlich noch um Spezialisten, Gameplay, Gunplay, Performance, also jede Menge zu diskutieren. Könnte sein, dass das Video heute mal ein bisschen länger wird. Ich freue mich, wenn ihr mit am Start bleibt. Also Leute, starten werden wir mal mit, ja, ich sag mal den Basisinformationen bzw. allgemeinen Informationen. Das heißt Roadmap, Battle Pass Inhalte und vieles mehr. Wie ihr alle wisst, ja, lässt die Season sehr, sehr lang auf sich warten. Sie wird jetzt aber definitiv im Juni kommen, auch wenn wir noch kein genaues Datum dazu haben. Kann jetzt natürlich wieder Anfang, Mitte, Ende. We don't know, aber wir werden sehen, sie kommt auf jeden Fall, denn DICE hat laut deren Roadmap auf jeden Fall im June, der eine oder andere erinnert sich, June, Boom, whatever. Also ich glaube, da sitzen die dermaßen im Glashaus gerade. Solche Sprüche werden sie sich in Zukunft sparen, aber es ist DICE, sie werden natürlich trotzdem noch kommen. Nichtsdestotrotz, also Juni geht's los, erste Season, 3 Monate ausgelegt, bis einschließlich August. Dann soll es mit der Season 2 weitergehen. Es wird einen Battle Pass geben, den die meisten von euch wahrscheinlich schon, zumindest die Vorbesteller, schon inkludiert haben. Da wird es natürlich ganz normale Dinge zum Freischalten und Freigrinden geben. Also es kommt endlich Bewegung mit ins Spiel und das ist doch das, worauf wir alle gewartet haben, auch wenn es maximal spät ist an der Stelle. Weiter geht es also mit einem der wichtigsten Themen, die nachweislich in Battlefield 2042 einfach gar nicht funktioniert haben, und das ist das Thema Maps. Also es gibt natürlich bestehende Maps, die wir halt seit Release im Spiel haben. Die werden sie auch nicht rausnehmen, aber sie werden sie verbessern und es gibt eine neue Maps. Dazu gibt es einiges, ja, an, ihr kennt die Sprüche, Core Feedback and we heard you und bla bla bla, geschenkt an der Stelle. Also jetzt wird auf jeden Fall, werden die Maps gut zugeballert mit etlichen Sandsäcken, kleinen Festungen oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall wesentlich mehr Deckung für die Infanterie. Auch ja, von den Erhebungen und Downsets und so weiter wird einiges gemacht, dass es eben halt nicht mehr ganz so linear, planar und so weiter ist. Also ich blende euch da so mal diese Before and After Sections an der Stelle ein, beziehungsweise seht ihr jetzt eh schon im Hintergrund. Losgehen wird es auf jeden Fall mit Kaleidoscope. Das ist auch das, was sie sich so für die erste Season mehr oder minder vorgenommen haben. Alles andere dauert natürlich wieder etlich lange, also da müssen wir mal sehen. Vielleicht haben wir dann so 20, 25 Mal alle Maps reworked, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es ist auf jeden Fall ein positives Signal. Deckung schadet nie. Ja, und wenn sie dann von der Map-Auslegung möchten sie ja auch ein bisschen die Angriffs- und Taktikpunkte auch nochmal verschieben, neue Flanking-Routen aufmachen und einfach den Map-Flow, und da mangelt es ja auch wirklich am meisten bei diesen Maps, optimieren. Wie gesagt, los geht's mit Kaleidoscope, danach soll Renewal folgen, da weiß man aber noch nicht ganz genau. Ist zumindest auch für die Season 1 geplant, aber da kann es natürlich schon wieder sein, dass das ein bisschen später kommt. Also auch da einiges an Deckung wird reingepackt, einige Sandsäcke werden da mit reingepackt und am Ende wird es auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Wie ist eure Meinung dazu? Ich hoffe doch positiv, weil über Open Fields zu laufen und dann weggeschossen zu werden vom lieben Boris, da hat doch keiner Bock drauf. Nächster Mainpunkt ist das Thema Spielmodi, und auch da haben wir schon zum Update 4.1, der eine oder andere erinnert sich, vielleicht hat es mitbekommen,
Falls nicht, verlinke ich euch das Video da an der Stelle nochmal. Also es gab ja Änderungen vom 128-Spieler-Modus, in Eroberung noch vorhanden, in Durchbruch nicht mehr vorhanden. Da gibt es nur noch die 64 Spieler, aber dafür halt auch teilweise noch auf den 128 Spieler Map-Größen. Das ist aber ein Stand, den sie jetzt einfach nutzen, weil sie an diesen Maps konkret arbeiten. Ja, da auch mal Flaggenpunkte wieder rausnehmen werden, Kartenabschnitte abschneiden werden, ein bisschen verkleinern werden. Also das ist alles so unter dem Frame. Sie wollen den Map-Flow verbessern und das Ganze halt einfach besser spielbar machen. Und ich denke schon in Kombination eben mit der vermehrten Deckung kann das auf jeden Fall sehr, sehr positiv werden. Ich bin auch mal gespannt. Ein bisschen haben sie auch die neue Map Exposure angeteasert und an der Stelle muss man halt leider sagen, okay, sie sprechen von einer Map, also müssen wir bis dato oder können wir bis dato halt einfach nur zur Season 1 mal mit einer neuen Map rechnen. Ist so, Leute, aber eine ist keine, aber zumindest ein bisschen neuen Content kommen wir und sie haben eben auch gesagt, dass sie aus den 7 Release-Maps gelernt haben und deswegen wird die neue Map Exposure natürlich von Anfang an absolut 100% Battlefield und perfekt zu spielen sein, Kappa, aber natürlich hoffen wir alle, dass es auch wirklich so sein wird, uns da ein paar mehr infanteriebezogene Zonen auch geben wird, einfach ausgeglichen, dass alles möglich ist, so wie es auf einer Battlefield-Map auch sein sollte. Wir sind gespannt, testen werden wir das dann natürlich ausführlich zur Season 1. Und auch zum Modus, Achtung, jetzt ernst bleiben, Hazard Zone gibt es natürlich Neuigkeiten. Und zwar in der Form, dass sie da keine weiteren Bemühungen mehr in diesen Modus rein investieren werden. Wen wundert's? Also leider war dieses Ding von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir haben da mehrfach drüber gesprochen. Ja, gibt es auch das eine oder andere Video. Gerade am Anfang kann ich mich da erinnern, da ist das sehr in Frage gestellt worden und Quatsch und bester Modus und das wird kein Firestorm 2.0 und naja, was soll ich sagen? Ich habe ungern, da geht es auch gar nicht darum, so ich möchte Recht haben oder was weiß ich was, drauf geschissen. Ich hätte es ja auch cool gefunden, wenn der einfach gut funktioniert hätte und wenn sie ihn halt zumindest Free-to-Play gemacht hätten, dann hätte es vielleicht eine Chance gegeben. So bei der kleinen Spielerbasis ist natürlich nachvollziehbar, dass das Ding als erstes abgestorben ist, der erste Ast, der uns verlassen hat. Ich glaube auch nicht, dass es da einfach ein Comeback geben wird. Da ist einfach so in Summe die Chance verpasst worden. Das von Anfang an gut zu launchen, natürlich mit dem kompletten Vollkatastrophen-Status, den wir hier seit über einem halben Jahr mitmachen. Da wird es, denke ich, kein Comeback geben. Vielleicht machen sie nochmal einen Rollout. Irgendwann geben das nochmal Free-to-Play. Aber wenn ihr mich fragt, in Summe wird jetzt einfach nur Battlefield 2042 dazu genutzt, nochmal Schadensbegrenzung zu machen, Vertrauen zurückzugewinnen von der Community, weil das ist jetzt natürlich auch zu Recht absolut am Boden und danach wird das Thema eingestampft werden und es geht weiter mit dem nächsten Battlefield und daher ist Hazard Zone, das war ein ganz kurzes Vergnügen und dabei wird es auch belassen. Ich bin ja mal gespannt, ob es zum nächsten Battlefield dann nochmal mit irgendeiner Battle Royale Extraction Shooter Variante versuchen und wir können ja an der Stelle mal wetten, gerne in die Kommentare. Ich sag, sie werden es halt wieder als bezahlbar im Main Game verkaufen. Denken sich dann wahrscheinlich, alle guten Dinge sind 3. Diesmal klappt's. Warzone, egal. Mit dem vergleichen wir uns nicht. Wir packen es ins Main Game. Wird safe funktionieren. Also eure Wetten in die Kommentare. Gut, genug Ironie an der Stelle. Wenden wir uns mal wieder ein paar positiven Themen zu. Unter anderem nämlich den Spezialisten. Und der eine oder andere hat jetzt vielleicht gehofft, dass die Spezialisten aus dem Spiel fliegen. Da muss ich euch enttäuschen. Sie werden in jedem Fall im Spiel verbleiben. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass DICE und EA mit dem Spezialistensystem in Zukunft weiter planen wird. Sie haben aber so grundsätzlich verstanden, bezieht sich auch ein Stück weit auf die Maps, dass Spezialisten und Map-Design nicht zum Setting, ja, Katastrophe 2042, die Welt fuckt ab und wir müssen jetzt ganz um die letzten Ressourcen kämpfen und dann kommen die witzigen Voicelines, ihr kennt ihn alle noch, unseren guten Angel und alle laufen happy-mäßig durch die bunte Welt. Also Maps werden düstere gemacht, auch die Specialists werden düstere gemacht. Vielleicht, wenn ihr mich fragt, gibt es nochmal so dieses komplette Binding an ein Klassensystem. Trotzdem verbleibt es bei dem Spezialisten-Dasein. Voicelines werden ein bisschen angepasst, also alles ein bisschen unter dem düsteren Frame oder düstereren Frame ist für mich in Ordnung. Also ich bin jetzt keiner, den die Spezialisten so ganz brutal
mal stören. Ganz ehrlich, also man muss auch mal so ein bisschen was Neues probieren, weil wenn du halt einfach immer nur dasselbe Spiel machst, nur mit besserer Grafik, dann hast halt auch nichts gekonnt. Irgendwann ist da auch der Lack ab, also da mal was probieren, aber halt zumindest an ein bestehendes Klassensystem geschalten, dann hätte sowas Zukunft haben können. So ist halt mal wieder zu viel auf einmal gewesen. Keiner hat Bock drauf. Jeder schreit nur noch, bringt uns die alten Klassen zurück und das war's. Mal sehen, wie es da weitergeht. Also vielleicht wird da ein bisschen zurückgerudert. In jedem Fall wird es aber mal so der Stimmung des Spiels und so weiter angepasst werden. Und das ist doch auch etwas, ja, was ein bisschen mehr Atmosphäre ins Spiel bringen könnte. Klar, an Battlefield 1 oder Battlefield 5 wird es nie rankommen, aber zumindest etwas. Wir werden sehen. Ich bin absolut gespannt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und zwar geht es jetzt um Core-Gameplay, Gunplay und Performance der ganzen Sache. Wir fangen mal mit der Performance an. Also natürlich hat DICE auch gemerkt, dass die PC-Performance auf jeden Fall richtig schlecht war. Da geht es jetzt nicht nur um den letzten Update 4.1, sondern in Summe und allgemein. Also da werden sie auf jeden Fall auch nochmal den Fokus drauf setzen. Wichtig und richtig an der Stelle. Es wird einiges ja, an der Modellierung, am Gameplay getan, insbesondere an den Charakteren. Also an der Stelle haben sie es jetzt geschafft, dass die Soldaten sich unabhängig ihrer Beine drehen können und auch in der Sprintsimulation ja realistischer jetzt auftreten. Also ich finde sowas halt ein bisschen schwierig, uns das als die große Neuerung zu verkaufen, weil schaut euch die alten Battlefield-Teile an, das war in Battlefield 3 schon drin. Also, aber gut, ist jetzt das nächste, da siehst du mal, wie broken und unfertig dieses Spiel natürlich noch war. Gunplay soll weiter verbessert werden. Waffen sollen ja jetzt nicht überarbeitet werden, aber sie haben es endlich geschafft, was die Community seit 100.000 Jahren wünscht. Packt doch die Portal-Waffen einfach ins Main Game. Why not? Würde ich sagen. Und das haben sie jetzt auf jeden Fall erhört. Teamplay soll gestärkt werden, wie auch immer das dann nochmal aussehen wird. Also, naja. In Summe, es wird einiges getan. Sie arbeiten auch wirklich noch an dem Spiel. Das muss man dann vielleicht auch einfach mal positiv neben aller Ironie und so weiter mitnehmen, weil am Ende sind wir doch alle froh, wenn wir ein Battlefield hätten, mit dem man auch Spaß hat und nicht permanent auf alte Games bzw. alte Teile ausweichen muss oder sich komplett umorientieren kann. Also, sagen wir es mal so, Arbeit ist drin, Season 1 kommt und das wird auch so für mich der nächste Messpunkt sein oder Messgrad, wo ich sage, okay, wie viel haben sie jetzt umgesetzt, wie stark wird die Roadmap dann auch gelebt, also wie ernst nehmen sie das Ganze, verfolgen sie das weiter, arbeiten sie da kontinuierlich dran und wenn man dann Progress sieht, dann ja, wird es vielleicht noch was, auch wenn es mit Sicherheit nicht in die Annalen eines der besten Battlefields eingehen wird, aktuell, zumindest aus den Games, die ich gespielt habe, das schlechteste Battlefield mit Abstand. Aber vielleicht kriegen sie ja den Kahn noch zumindest ein bisschen rumgerissen und bauen dann vor für den kommenden Teil. So Leute, ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat das Video an der Stelle gefallen. Klar, News größtenteils schon bekannt. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer wichtig, dass man die Dinge nochmal ein bisschen gemeinsam zerlegt, auseinander nimmt und auch diskutiert an der Stelle. Von daher, wie gesagt, lasst mir eure Meinung sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Und wir hören uns auf jeden Fall wie immer zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Livestream an der Stelle wahrscheinlich schon heute Abend auf Twitch. Link in der Beschreibung. Original Development Video auch in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feiertag bzw. Brückentag. Schönes Wochenende as always. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.